Brand new season, brand new dawn for Formula One. It's the Bahrain Grand Prix, and it's lights out and away we go. Willkommen zurück, liebe Leute. Danke fürs Zusehen. Wir fahren heute die Qualifikation von unserem Red Bull Serien-Event. Ich habe extra gewartet die Woche und habe mir überlegt, wir springen mal wieder in Q3. Wir fahren ja eigentlich jede Woche im Q2. Allerdings machen wir heute mal was ganz anderes. Wir fahren Q3 und wir schauen uns mal die Tabelle an. Wir brauchen ein Rennen. Ein Rennen mit über 30 Punkten. Am besten wären sogar so um die 38, 39. Und dann bleiben wir da oben erstmal stehen und sichern uns dann so gesehen für morgen, den Samstag, auf jeden Fall einen Platz für das Opening. Am besten wäre, dass wir uns hier unten irgendwo positionieren. Hier Platz 12, Platz 13 wäre natürlich am besten, weil ich halt sehen will, was passiert, wenn wir uns im letzten Qualifying unten positionieren. Wir springen mal in das Rennen, gucken mal, was wir in Austin machen können an Punkte. Werden keine Boosts benutzen hier. Und ja, lass uns hoffen, dass das Q3 uns vielleicht dann für morgen und natürlich für das Finale einfach eine bessere Position schenken kann. Ich habe ja letzte Woche sind wir wieder in Q2 reingesprungen, dann haben wir das Rennen normal gemacht, also das Qualifying haben wir ganz normal gemacht, habe auch 4 Rennen gemacht. Dann am Samstag das Opening, da sind wir durchgekommen mit super Punkten, mit über 300 Punkten. Und am Sonntag hatten wir allerdings wieder 100 Leute in der Gruppe. Und das ist etwas, was ich vermeiden möchte. Ich würde bevorzugen, dass wir dann im Finale am besten nur 2 Leute haben. Allerdings sollen wir ja realistisch bleiben, dass dann so um die 50 Leute wäre schon perfekt. Aber 100 Leute war mir persönlich ein bisschen zu viel. Wir haben auch die Platzierung gesehen, die war ja 70 plus und das macht dann auch nicht so viel Spaß. Also lass uns hier in Austin Gas geben. Lass uns mal gucken, was wir hier an Punkte fahren. Und ja, wir können auch mal über das Update sprechen. Ich habe ja gestern was gepostet hier auf YouTube. Wir haben am 27.09. haben wir von Hutch auf Twitter und heute sogar auf Instagram hatten wir gepostet bekommen von den Jungs, dass etwas kommen wird. Und ja, schreibt mir mal unten in die Kommentare, was denkt ihr, was kommt an Update raus. Natürlich gibt es ab dem 27., was ein Montag ist, einen neuen Pitpass, der wird definitiv zu uns kommen. Und ja, mal gucken, was Hutch uns da noch verspricht. So, hier haben wir jetzt Gas gegeben am Anfang, wie immer. Und jetzt geben wir hier nochmal auf der Geraden Gas. Wir werden, denke ich mal, mit Max Verstappen, oh, da haben wir jetzt 2 Positionen mit Max verloren. Das ist aber gar nicht gut, dass der Gegner uns hier auf Mediums überholen kann. So, werden nach 2 Runden mit ihm reinkommen. Das heißt, wir werden jetzt hier mal mit ihm ein bisschen Gas geben. Haben vor uns Soft und dann Hard, Medium, Hard. Okay, das wird ein bisschen problematisch, dort zu überholen. Allerdings bleiben wir trotzdem auf Gas für die Runde. Hoffen hier, dass wir nach innen ziehen können. Jawohl, jawohl. Haben wir uns Platz 10 wieder zurückgeholt. Der Gegner ist aber nicht weit und ist direkt hinter uns so gesehen. Wir gucken mal, was wir hier machen können. So, sehr gut. Hier von George Russell jetzt. Schön nach innen ziehen. Jawohl. So, wir haben mit Max noch Platz 9 geholt. Und kommen jetzt in die Boxengasse mit ihm rein, machen Undercut. Haben auch hier noch Fernando Alonso vor uns, der auf jeden Fall auch zur 3. Runde kommt. Dann haben wir hier Sergio Perez, der jetzt mit Max Verstappen, also unser Rivale, dort Position geändert hat, also gewechselt hat. So, von George Russell sehr schön. Wichtig ist, dass er Position behält und verteidigt. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt auf das Update. Also, damit hat mich Hutch wieder bekommen. Bin da sehr neugierig und kann es kaum erwarten, zu sehen, was die Jungs da für uns gemacht haben. So, jetzt hat Russell ja, kurz wieder verloren, dann wieder zurückgeholt. So, Gegner kommt jetzt rein, der Rivale kommt hier mit Perez rein. Wir müssten mit George Russell seinen Max Verstappen nicht überholen, ne, wegen den Boosts und ich weiß ja auch gar nicht, auf was für ein Level er den hat. Von daher werden wir hier jetzt mal runterschalten mit beiden Fahrern und werden auch George Russell jetzt nach der Runde jetzt hier mal pitten.
Werden mit Max Verstappen durch Teamorder unseren Russell jetzt überholen. Hätte mir gewünscht, dass Russell hier ein bisschen mehr Pace hätte, aber hat er nicht geschafft. So, Gegner ist jetzt dann mit Perez dann auf Medium jetzt hier rausgekommen, wie wir sehen. Also das heißt für uns, dass er definitiv nochmal tanken muss. So, das ist gut für uns. Können wir uns nämlich hier ein bisschen distanzieren hier mit Max Verstappen, mit unserem. Ja, war klar, dass der Alpine noch vor uns hier rauskommt bei George. Ja, sehr schön, dass wir hier keine Position verloren haben in der Kurve. Sehr, sehr gut. Jetzt kommt Max Verstappen rein für seine letzten 3 Runden. Wir geben ihm nochmal Softs, fahren so gesehen eine 2-3-3 mit ihm. Und mit George Russell fahren wir eine 4-4 auf Medium. Natürlich mit Boosts fährt man Austin. Man fährt Austin eigentlich nicht ohne Boosts. Ja, aber es ist ja nur das Quali. Also können wir uns hier auch erlauben, ohne Boosts hier zu gehen. Der Rivale hier mit seinem Max Verstappen, der kam da auf Hard jetzt raus. Das wird für uns, da haben wir fast die Position verloren. Russell macht hier sogar Position 16, sehr, sehr schön. Können jetzt mit Max Verstappen ein bisschen mehr Gas geben für die letzten 3 Runden. Und wir hoffen natürlich, dass wir erstmal seinen Max Verstappen überholen. Naja, von außen nicht unbedingt. Da hätten wir sogar schon fast Position verloren. Wir werden hier nochmal ein bisschen Gas geben, aber wir sehen auch, dass es mega eng ist. Also werden wir uns mal ein bisschen entspannen. Haben uns wieder zurückgeholt. Was ist denn da los in der Kurve? So, hier nochmal Gas geben mit beiden Fahrern. Max Verstappen kann auf Vollgas bleiben, unserer. Und ihr seht, das ist ein typisches Rennen, wo der Gegner gezielt gegen uns fährt. Der fährt nicht, um Punkte zu fahren, sondern fährt gegen uns. Ja? Kommt da auf Hard, sind jetzt schon über eine Runde jetzt hinter ihm, kriegen ihn auch nicht passiert, weil sein Max Verstappen definitiv auf 6 ist. Würde ich jetzt mal so sagen. Sein Perez muss halt jetzt noch rein und das ist halt dann unsere Chance. Allerdings, wie schon gesagt, wir bleiben an dem Rivalen mit harten Reifen hängen. So, und das ist etwas, das macht er gezielt. So, jetzt haben wir ihn überholt. Nach fast 2 Runden haben wir ihn jetzt. Und das ist etwas, was gezielt, so gesehen, es ist ja ein Bot, das ist gezielt gegen uns. Das hat überhaupt nichts mit dem Spielen hier zu tun. Was sehr doof ist, ja, weil was hat der Gegner davon? Was hat der Bot davon? Was hat Hutch davon? Aber ja, so ist das. Wir sind jetzt in Führung. Das wird aber, denke ich mal, nicht lange anbleiben. Ich denke mal, wir werden das Rennen trotzdem verlieren. Ja, Punkte ist okay. Hier, George Russell müsste jetzt überholt werden. Genau, so läuft es auch hier. Und wir hoffen natürlich, dass wir Position verteidigen können hier mit unseren Max Verstappen. Dass wir sogar eventuell die ein oder andere Position noch machen können. So, wir geben jetzt hier Gas, ist mir egal, ob ich dann noch am Ende auch kein Profil mehr habe oder nicht. Punkte zählen. Haben sogar noch, wir waren vor ihm. Wir waren vor Carlos Sainz. Ah doch, ja, genau. Platz 10 haben wir geholt und Platz 14. Rennen haben wir auch gewonnen, 26 Punkte. Also machen wir anscheinend dann noch ein Rennen, weil das hat ja nicht gereicht. Wir springen direkt mal rein. Und Gegner ist da, 1690. Ja, wie wir sehen, Aserbaidschan, Baku. Und wir werden Boosts benutzen, keine großen Boosts, sondern die mittleren Premium Boost, wenn man das mal so nennen darf. Und ja, versuchen hier gute Punkte zu schießen. Wir werden auch nach dem Rennen uns mal das Setup von unserem Gegner anschauen. Und natürlich auch unseres. Wir fahren nach wie vor mit Spirit. Oh, und wir sehen hier, das wird hart. Also Platz 3 in der Quali, das ist schon eine Hausnummer hier von denjenigen. Fahren mit Holzfäller benutzen doch einen Premium Boost und dann benutzen wir noch Straßenhigh mit George Russell. Werden die ersten 4 Runden mit George Russell auf Medium fahren, danach werden wir ihn auf Hard switchen und werden dann mehr Gas geben in den letzten 4 Runden. Max Verstappen wird einen Undercut machen müssen oder vielleicht sogar eine 3-3-2, das werden wir gleich mal sehen, wie weit wir nach vorne kommen, wenn wir nach vorne kommen. Und ja, lass uns hier hoffen, dass wir den Gegner doch schlagen, was sehr, sehr schwer wird. Das wird nicht unbedingt leicht hier, das wird nicht unbedingt leicht. Ja, 1690, das ist ein Kandidat, der definitiv mehr Punkte fährt wie ich in der Quali und natürlich auch im Opening und natürlich auch im Finale. So, hier schön runter vom Gas, ein bisschen Sprit sparen, ist ja auch sehr, sehr eng hier. Max Verstappen hat sogar noch den 9. geholt, sehr schön. Max Verstappen wird, so wie es aussieht, hier, müssen wir mal gucken, was wir mit ihm machen.
Ich würde ja auch bevorzugen, eine 3-3-2 zu fahren. Und hier sehr schön auch von Russell, ja, mit dem Tempo-Boost auf der Geraden. Das lohnt sich dann auf jeden Fall schon. Hoffen wir, dass der Gegner einen Fehler macht, irgendwie falsch pittet oder so. Allerdings bezweifle ich das sehr, dass er da einen Fehler macht. So, hier nochmal ein bisschen Gas geben. Wir werden mit Max doch eine 3-3-2 fahren, weil wir hier vor uns nur 2 Leute haben, die pitten sollten in der dritten Runde. Wir versuchen jetzt hier von außen, versucht es hier unser Max Verstappen, aber das ist nichts, das ist nichts, das ist nichts. Ziemlich eng, ja, der Gegner blockt uns hier. Max Verstappen hat jetzt nochmal, George Russell hat jetzt nochmal eine Position gut gemacht. Wie schon gesagt, wir werden hier mit unseren Max Verstappen jetzt pitten. Das Auto wird nicht repariert, das wird ein bisschen eng. Haben nämlich ein bisschen zu viel Gas gegeben, aber wird schon passen. Ja. Versuchen uns hier wieder ein bisschen Gas zu geben. So, jetzt der Gegner kam rein, der kommt auf Medium raus. Okay. Ja, der Perez von ihm bleibt noch drin, fährt auch eine 4-4. So, auf Medium gar nicht so schlecht hier unser George Russell, was er hier macht. Ja, jetzt wurden wir kurz geblockt von dem McLaren da vorne. Passt aber. Unser Max kommt auch sehr schön raus. Werden aber schon, wie gesagt, werden jetzt auf, ich weiß gar nicht, nee, wir gehen nochmal auf Medium raus. Das Rennen ist sowieso, das können wir nicht gewinnen, das Rennen. Allerdings werden wir hier so gut wie möglich Punkte einfahren. Ihr seht selber, sehr starker Gegner sogar mit 16,90. Sehr überraschend, dass wir so einen Ballermann hier reinkriegen. Da werden wir nicht viel Chancen haben. Ich hoffe, dass ich jetzt mit Max Verstappen, jawohl, der Undercut hat auf jeden Fall funktioniert bei unserem Rivalen. Da sind wir jetzt vorne. Wird aber nicht lange anhalten. Der ist nämlich auf hart mit Perez und sein Perez ist definitiv auf 6 oder auf 7. Unser George Russell jetzt auf Platz 18 rausgekommen. Nicht unbedingt perfekt. Was haben wir denn vor uns? Viele Leute auf hart. Ja, abwarten. Abwarten und Tee trinken. So, hier nochmal Gas geben. Unser Perez hier, unser Rivale Perez, der kommt nicht an uns heran. Wir sind doch ein bisschen zu schnell. So, Max Verstappen klärt jetzt hier Platz 7. So, und jetzt hier können wir noch ein bisschen Gas geben. Wir werden auch gleich jetzt pitten mit Max und werden ihn dann auf neue Softs nochmal für die letzten 2 Runden dann auf Vollgas schicken. So, George Russell hat hier nochmal den Pitten, das Auto in der Pits überholt. Das war ein Aston. So, jetzt können wir hier Gas geben mit Max, versuchen so gut wie möglich den Gap vor uns ein bisschen nochmal weiter zu schließen. Sehr schön in die Boxeneinfahrt reingekommen hier, ohne Probleme. Und komm schon raus, 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 raus. Das ist okay, das sieht gut aus. Deswegen haben wir ja auch gesagt, wir machen hier eine 3-3-2, weil vor uns genug Leute waren auf Hard und auf Medium. Dann war das so gesehen auch ein Undercut auf die Gruppe. So, und das sieht auch okay aus. Hoffen natürlich hier, dass wir jetzt hier den Rivalen auch, da muss sogar noch einer vorher pitten. Und wir hoffen natürlich, dass wir gleich den Rivalen noch irgendwie klären können jetzt hier. Wir haben jetzt vor uns noch ein, 2, also Perez auf 3, der ist aber jetzt schon in der Pits. So, und jetzt hier Gas, 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 komm. Jawohl, hoffen, dass wir auch den Mercedes da vorne klären, sehr schön. Und dann seht ihr jetzt, Rivale mit Sergio Perez macht hier Stau. Ja, jede Menge Stau. George Russell ein bisschen enttäuschend mit der 4-4. Da hätte man eventuell sogar auch eine 2-3-3 fahren können. Ja. Aber ihr seht, gar keine Chance hier für unseren Max Verstappen auch an den Ferraris vorbeizukommen. Jetzt haben wir Carlos Sainz gemacht. Haben noch Position 6 nach Hause. Die fahren wir auch nach Hause, die Position. Eventuell sogar Platz 5. Nein. Charles Leclerc haben wir nicht geschafft zu überholen. Ja, sehr starker Gegner, wie schon gesagt. George Russell macht noch Platz 13 und beendet das Rennen auf Platz 13. Ja, gucken uns nochmal die Tabelle an, haben hier auch nochmal 31 Punkte mit nach Hause gebracht, Gegner natürlich 45. Gucken uns aber vorher noch
das Setup an. Wahnsinn. 16,90. 7 und 7. Ja, komplettes Setup auf 7. Fährt dann mit Clown Mirage. Ist natürlich ein Überflieger. Da haben wir leider keine Chance. Ja, da können wir machen, was wir wollen. Da können wir die besten Boosts benutzen. Das langt leider nicht. So, gucken wir uns nochmal die Tabelle an. Tabelle Platz 1 mit 57 Punkten. Das reicht. Da bleiben wir auch. Und so viele Punkte, wie gesagt, so viele Punkte will ich gar nicht machen. Bringt ja auch nichts. Allerdings, das war's von mir heute. Wir sehen uns zu 100% morgen. Und morgen, wie wir auch sehen, haben wir hier eine legendäre Kiste, die dann aufzumachen ist. Und lass uns hoffen, dass wir da ein bisschen Max rauskriegen. Die letzten Kisten, das war leider ein Flop. Die ganzen Platin-Kisten, die wir auch bekommen hatten und die Goldkisten, da war leider kein Max Verstappen drin. Und auch kein Teil, was wir leider brauchen könnten. Von daher, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen, Leute. Vergesst im Video nicht ein Like dazulassen. Und wir sehen uns morgen mit dem Opening. Ja? Also bleibt mir gesund und bis später. Ciao.